Alrighty, sehr liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und gleich mal mit mehreren Sachen. Wir wollen ein bisschen auf S41 uns was anschauen. Vorher aber müssen wir natürlich nochmal auf die Geschichte eingehen. Fight for Love, ja. Denn, also, ich habe mich gerade wahrscheinlich entschieden, was ich machen will. Bevor wir das aber besprechen, ich habe mir überlegt, ich werde am Wochenende versuchen, ein Video zu machen, in dem ich auch genau nach den Regeln dieser Challenge spiele. Ich bin ja nicht Teilnehmer an dieser Aktion, aber ich möchte es auch machen. Und ich werde es auf dem Main-Char hier machen. Und ihr könnt unter dieses Video mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie viele Gewinne, also wie viele Arena-Fights ich gewinne. Nochmal, man würde anfangen, Arena-Fights zu machen. Wenn man einmal verliert, dann gelten die nächsten 50 Versuche. Also darauf habe ich irgendwie Bock. Und deshalb könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, angenommen, ihr hättet mich ausgewählt, welche Zahl hättet ihr mir denn zugetraut auf dem Char, ja? Im Moment kann ich sagen, bin ich Rang 72. Und also ich würde euch mal empfehlen, ich denke, die Zahl kann ruhig schon, also die muss nicht ganz niedrig sein, denke ich. Also würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ja, das ist das eine. Also deshalb schreibt es in die Kommentare, weil klar, das Video kommt ja dann irgendwann dazu, zur Auflösung. Jetzt ist aber immer noch die Frage, für welchen Content Creator ich mich entscheide. Und das ist ganz schwierig. Also ich habe auf jeden Fall am Anfang gesagt, ich möchte einen deutschsprachigen Content Creator unterstützen. Ich sag mal so, was ich ausschließe, ja. Also Dorsa würde ich den Support gönnen. Ich meine, Dorsa kann man auch davon ausgehen, dass er eine relativ hohe Gewinnwahrscheinlichkeit auf seinem Main-Char hat. Das Problem ist bei Dorsa, ich denke, dass da zu viele Leute halt ihn wählen und deshalb die Gewinnwahrscheinlichkeit halt niedrig ist. Also das klingt ein bisschen doof, aber tatsächlich ist mir das bei Dorsa natürlich als erstes in den Sinn gekommen. Dann solche Spieler wie McManus, der übrigens deutschsprachig ist, Snaily, haben eine große Community, aber man weiß von denen einfach nicht so wirklich im Spiel. Also ich wüsste noch nicht mal, was für einen Server die spielen, ob die das live auf Twitch machen, weil angenommen, die haben auf Twitch, die müssen es bis Freitag 14 Uhr ja eingegeben haben. Ich habe jetzt nicht viel gesehen, also bei McManus habe ich keine Info irgendwie gesehen per Video. Am Ende nutzt die auch gar keiner und man hat eine sehr hohe Gewinnchance, aber das ist mir zu weit weg, ja. Mozone habe ich tatsächlich in meinen Favoriten gehabt, weil er auch einen Assassinen wahrscheinlich pickt, aber es ist nicht hundertprozentig klar. Und auch bei Mozone, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele ihn auswählen, ein bisschen höher. Wiederum Gaming Guides.de, also Mika, ist, denke ich mal, weniger, die ihm auswählen werden. Aber da kann ich auch null einschätzen, wie erfolgreich er ist. Also gar nicht so irgendwie. Und das wiederum lässt mich ihn auch ausschließen. Ja, dann haben wir noch Polterra und Derafim. Und das sind beides Chars für mich, wo ich auch davon ausgehe, dass sie schon eine relativ hohe Häufigkeit haben zu gewinnen. Und ich habe mich jetzt, glaube ich, für Derafim einfach entschieden, weil ich vielleicht auch befürchte, dass Polterra zu viele, also dass vielleicht bei Derafim ein paar weniger Leute mitspielen. Das ist eigentlich so der Grund. Ist an sich doof letztendlich, ne? Also die Aussage war ja auch, wenn man nicht die richtige Zahl trifft, gewinnt der als nächstes dran ist. Und was ich nicht wusste in meinem letzten Video, also so wurde es wohl vermittelt, dass zu jedem Content Creator es einen Gewinner gibt für 3000 Pilze. Und das ist halt natürlich ganz geil. Und ich werde mich jetzt für Derafim entscheiden. Über die Zahl bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ja, wie gesagt, ich versuche das irgendwie taktisch anzugehen. Am Ende entscheidet das Glück. Ja, und so ist es auch. Und wenn man dann nicht gewinnt, ist es egal. Ich finde dieses Event, wie gesagt, mega cool. Ich werde auch wirklich versuchen, bei einigen mir das mal anzugucken. Vielleicht auch bei solchen Leuten wie Zombie oder Neutral, wenn die das irgendwie veröffentlichen auf YouTube oder so, gucke ich mir das auch mal an. Ich bin einfach dann auch interessiert. Der mit den meisten Wins soll ja auch prämiert werden oder gekürt werden irgendwie. Also der Content Creator
das ist natürlich auch eine ganz nice Sache. Deshalb, cool. Also, und wie gesagt, überlegt mal, was ihr mir zutrauen würdet, wenn ich jetzt dort Teilnehmer wäre. Und schreibt mir mal eure Zahl in die Kommentare. Und dann gucken wir uns das auch mal bei mir an. Was wir uns jetzt aber angucken, neben so ein bisschen Daily Stuff. Oh, geil. Hab heute noch nicht wirklich viel gemacht. Muss ich dann die alle ein bisschen runterbuttern. Ist vor allen Dingen mal so eine Sache, so gehen kann. Oh. Beziehungsweise gucken wir erstmal in die Toilette. Jetzt muss ich mal überlegen. 1400. Hier sind die Werte besser. Hier ist dafür der maximale DMG etwas höher. Schwierig zu sagen. Eine Waffe werde ich mal in die Toilette. Ach nee, vielleicht hauen wir die erstmal in die Toilette. Genau, fein. Wie viel Blacksmith habe ich hier rein? Ja, nee, das geht. Das ist okay. Da ist nicht viel passiert. Was haben wir dann bekommen? Demon hat er 1399. Gucken wir erstmal bei der Kundentunte, ob das besser ist. Oh, wow. Das ist ja nur minimal besser. Aber ich denke, ich nehme es. Immerhin ist ja hier auch Verzauberer drauf und der Gem ist besser. Obwohl, es ist halt 3 Attribute. Hier sind es 5 Attribute. 5 Attribute macht eigentlich nicht so viel Sinn. Boah, Leute, ich weiß nicht, was ich mache. Lass ich es weg. 712. Oh, das ist ja ärgerlich. Das Item zu dismanteln macht aber halt auch Sinn. Ich mach das jetzt einfach. Komm, let's go. Ich kriege ja irgendwann bestimmt mal wieder einen guten Stein. Schwarzen Stein können wir auch einwählen. Nee, das lohnt sich noch nicht. Aber wir haben jetzt die Chance auf ein neues Epic. Mit der neuen Aura 34. Es ist leider auch nur 5 Attribute. Schade. Schade, aber gut, wieder was für die Toilette. Und jetzt ist ja eh bald Epic-Event. Da müssen wir uns wieder ein bisschen ausrüsten. Das ist auch klar. Gucken wir gleich mal in den Würfelspieler noch rein. Das brauche ich eigentlich alles nicht. Gehen wir mal auf Gold. Voll. Seelen brauche ich 0. 0, nix. Also solange wie das noch dauert mit dem Ausbau, brauche ich einfach keine Seelen. Es tut mir leid. Ich brauche keine Seelen. Vielleicht haben wir die Chance. Da. Oh, und jetzt nicht Roll Again drücken. Nein. Nein. Das sollte man nicht machen. Do not roll again now. Oh, verdammt. 16 Millionen. Krass. Geil. Ja, das sind fast 2 Skillpunkte. Das würde ich gerne jedes Mal haben. Stell dir mal vor, man klickt dann Roll Again. Man kriegt ja, glaube ich, nicht mal eine... Oh, ja gut, jetzt muss ich es nehmen. Oh, nee, so, genau. Das sind so auch Fehler, die passieren können. Das ist so hart. Kristalle... Sanduhren? Jawohl, auch immer nice. Wenn man wenigstens 5 Sanduhren kriegt, nachdem man eh schon so einen geilen Goldgewinn hatte. Nee, warte mal, nee, okay. Immer schon Gold. Eine Sanduhr kam, hätte ich eine Sanduhr nehmen sollen. Aber nicht gemacht. Okay, das passt auch. Ja, bevor wir noch ins Glücksrad gucken und wir nochmal bei den Pets reinschauen, fix. Was haben wir hier? Geht seinen Gang. Petfights habe ich auch noch nicht gemacht. Können wir gleich nochmal machen. Aber gucken wir mal in die Gilde rein. Wir sind Rang 2. Wir sind aktuell 49 Mitglieder. Leider auch 2 oder 3 Leute schon sehr inaktiv. 4. Also das sieht gerade nicht so ganz geil aus. Nichtsdestotrotz halten wir uns auf dem Platz 2. Das ist kein Problem. Crit Happens, ja, der Ehrenunterschied ist schon groß. Dennoch, es gibt hin und wieder Verteidigungen, die wir gewinnen. Also, das passiert nicht so häufig, aber wir sind zumindest nicht so weit weg. Ja, aber Crit Happens ist auf jeden Fall ganz klar hier zu Recht auf der 1. Ich weiß nicht, wie so die Pläne sind auf dem Server. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass die Gilde das aushält weiterhin. Und dass sich auch die Inaktiven so ein bisschen wieder fangen, beziehungsweise dass wir da Nachschub bekommen. Deshalb kann ich natürlich gerne mal, wenn ihr auf S41 spielt und eine neue Gilde sucht, ich denke, die Anforderungen sind klar, Level 350, Ritterhalle
15 plus Bewerbungen sind immer gerne gesehen. Ein freier Platz ist da. Oder auch die Partnergilde Nostalgie, da weiß ich natürlich auch nicht, inwiefern da Nachschub geplant ist. Aber wenn ihr euch da bewerben wollt mal, macht das. Macht das. Guild bietet euch sehr viel. Und ja, das ist halt, wie gesagt, auf einem starken Server auch gewesen. Da Rang 2 Gilden immer noch zu sein, ist wirklich gut. Also wenn ich mir überlege, was wir am Anfang für Spieler auch drin hatten, die nicht mehr dabei sind, da meine ich jetzt nicht mal die YouTuber unbedingt, ist das wirklich trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung. Und ja, solange das hier nicht ganz untergeht, bleibe ich hier auch. Ne? Also definitiv. Aber gerne würde ich mich natürlich freuen, wenn wir die Lücken füllen können irgendwie mal. Ne? Und ich habe jetzt mal zuletzt mir ein... Wo ist denn das? Ach, hier oben. Gildenkampf. Seit langer Zeit mal wieder angeguckt. Da habe ich festgestellt, eigentlich ist es auch ziemlich witzig, weil wenn man mal skippt, ne? Dann bin ich jetzt hier gegen Captain Langstrumpf dabei. Ja, der hat mir einen mitgegeben. Dann haben wir die Nase. Ja, eine ganz schöne Nase hier. Ist auch immer lustig zu sehen, okay. Hier kann man grob davon ausgehen, dass die Spieler vielleicht nicht voll equipped sind oder nicht die besten Tränke drin haben, wenn die Werte doch so unterschiedlich sind. Babka zum Beispiel war auch inaktiv. Ja, ist einfach mal geil, wie man mittendrin so viele Gegner wegmacht. Ne? Das kennt man eigentlich eher nur, wenn man so der Level niedrigste in der Gilde ist. Dass man da viele Leute wegmacht, aber einfach mal geil, wie lang ich hier als Assassine spielen kann. Und klar, ich sehe die Werte und sehe, okay, er ist schon auf jeden Fall schwächer. Dennoch hat man das Gefühl, ja, so schlecht ist mein Char nicht. Also, ne, ich weiß, ich habe mega viel Gold in den Sand gesetzt, habe auch viele Quests in den Sand gesetzt. Ich habe auch einige Daily Logins nicht gemacht, also viele Level-Ups auch verloren. Also, hier ist noch so viel Verbesserungspotenzial auf dem Char. Trotzdem finde ich den echt nicht schlecht. Ja, und naja, den kleinen Onkel nehmen wir hier auch noch mit, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo das hier aufhört. Also, das finde ich irgendwie mega. Habe ich mir lange nicht mehr angeguckt. Hier, zwei fette Crits. Er hatte 300.000. Das war ein richtiger Overkill. Ich habe ihn noch mitgenommen, den Magier. Er hatte nur minus 300.000. Das ist also mega knapp. Wäre der Crit ein bisschen schlechter gewesen, hätte ich den Fight schon eher verloren. So habe ich ihn halt noch mitgenommen. Das ist einfach, keine Ahnung, mega geil. Aber auch andere Spieler hier, ne? Und nichtsdestotrotz bin ich nicht Hero of the Day. Das heißt, 404 Nikolon hat noch mehr Leute kaputt gemacht, ja. Also wo ist denn hier 404 Nikolon? Hier unten kommt er. Der hat die meisten mitgenommen. Wäre ich fast Held des Tages gewesen. Das ist ja ärgerlich. Alpha X hat auch viel mitgenommen. Hier, gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, den hat er auch noch mitgenommen. 7, 8, 9. Die haben so wenig HP gehabt. Deshalb 9 Stück. Also da war ich nicht weit weg. Dann muss ich mich ein bisschen vom Level fallen lassen. Nein, aber krass. Nee, ich finde es nice. Also macht Spaß. Ja, also so Gildenkämpfe früher immer übelst gefeiert und jetzt fast vergessen, dass es sowas ja auch gibt. Und auch wenn das jetzt kein sehr wichtiger Gildenfight ist jetzt, ne, einfach eine coole Sache. Ja, gehört ja auch zum Spiel dazu. Gilden gibt es schon seit eh und je, glaube ich, seitdem es Shakes and Fidget gibt. Dementsprechend auch schon mal Gold gewonnen. Schön. Pilze. Nochmal Pilze. Ja, immerhin. 2x3 Pilze immerhin bekommen. Das kann ich auch dismanteln. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Muss ich jetzt nur noch die alle runterspielen und dann ist gut. Also, wie gesagt, Fight for Love habe ich mich jetzt gleich entschieden. Ihr könnt gerne in die Kommentare mal schreiben, was ihr denkt, wie oft ich in der Arena, nachdem ich einmal verloren habe, von 50 Kämpfen gewinnen würde, wenn ich auch teilnehmender Content Creator an dieser Aktion wäre. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, ich schaffe das Video auch zumindest zu Sonntag oder so, was da rauskommt. Also ich bin selber gespannt, aber wie gesagt, ich glaube, ich sollte mindestens die Hälfte der Kämpfe gewinnen. Ist so mein Gefühl. Fette Arroganz. Aber ich würde auf jeden Fall nicht derjenige sein, der die meisten Gewinne macht. Das kann ich auch schon mal versprechen. Also ja, dann war es das erstmal für mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir gerne einen Daumen nach oben. Freue ich mich. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.